Ein Geländewohnmobil, so wie ich es habe, wie der Unimog, besteht meistens aus Kabine und Fahrerhaus. Dieses geländegängige Wohnklo mit Kochgelegenheit, wie ich es gerne nenne, hat eine große Verbindung. Und das sehen wir hier. Kabine und Fahrerhaus verbinden sich bis zu 10–15 cm. Hier braucht man eine vernünftige Verbindung. Und diese Verbindung, die wir dort haben, hatte ich früher in einer Art LKW-Plane, aber das ist immer ausgerissen. Dann habe ich einen Lieferanten gefunden, der einen Gummifaltenbalg mit Zweikantenschutz herstellt. Den kann man ganz einfach aufdrücken. Wichtig dabei ist allerdings, damit er nicht herausreißt, dass man eine Rundung einsetzt im Rahmen. Dieser Rahmen, den ich auch dazu konstruiert habe, ist aus Z-Profil. Den könnt ihr im Übrigen über uns bestellen. Dazu gibt es dann diese Ecken und das Profil. Und die Ecken sehen etwas abenteuerlich aus, aber sie müssen konstruktiv so sein. Denn nur dann hat man genügend Platz, um hier den Kantenschutz aufzureiben. Das ist die Rückseite. Ja, der geht dann also da rund, der Kantenschutz, so wie wir das hier sehen, wird hier aufgedrückt und damit hat man dann die gleiche Stärke. Es ist ein 3 mm Profil und wir kleben es zusammen. Man kann es nieten. Oder man kann es ja schweißen, aber die meisten können das ja nicht. Und so sieht das dann nachher aus, wenn es fertig ist. Und da lässt sich der Kantenschutz sehr einfach aufdrücken. Und das ist das, was ich euch jetzt mal erklären will. Wie stelle ich einen Rahmen her? Das Z-Profil, das gibt es bei uns zugeschnitten mit den Ecken. Die muss man dann verkleben. Erst reinigen und leicht anschleifen mit einem groben Schleifpapier, das haftet dann besser. Ich nehme dafür für die Verklebung Sikaflex. So kommt das nachher da rein, genau anpassen, das ist 45 Grad geschnitten, damit ist also ein Rahmen muss wie der andere sein. Das heißt, der Rahmen Kabine und der Rahmen am Fahrerhaus müssen exakt gleich groß sein, sonst verwirft sich der Faltenbalg nachher bei der Montage. So wird es also aussehen dann. Man kann es nieten, wer es lieber nietet, kann es nieten. Ich verklebe das mit Sikaflex, wie gesagt, und das geht relativ gut und hält auch. Denn nachher wird er ja vollflächig auf das Führerhaus oder auf die Kabine aufgesetzt und wird da verklebt oder verschraubt oder sonst was. Und damit hat er die volle Stabilität. Leichtmetall habe ich aus dem Grund genommen, weil es ist, wie der Name schon sagt, leicht. Und das macht bei den beiden Rahmen schon was aus. Einfach werden sie hier geklemmt, kann man auch mit kleinen Schraubzwingen machen und dann über Nacht stehen gelassen. Am nächsten Tag ist das ganz schön fest. Man kann da also wirklich sagen, das ist eine super Verbindung. In die Ecke setze ich noch etwas Sikaflex rein, um diese Ecke abzudichten, nach außen hin. Am nächsten Tag, da kann man also dann schon hingehen und die Klemmen abnehmen und man hat eine gut stabile Ecke. Normalerweise wäre es ein Rahmen, aber hier baue ich eben gerade nur ein Musterstück zusammen. Das ist die Vorderseite und hier, das ist die Rückseite. Da sieht man, hier läuft das Profil darin. Deshalb ist die Eckverbindung so seltsam konstruiert. Und so sieht es nachher fertig aus. Eine saubere Eckverbindung, die sich dort ergibt. Wichtig ist, dass man das richtige Außenmaß wählt. Beide Rahmen, es müssen ja 2 Rahmen sein, für Fahrerhaus und für Kabine, müssen gleich groß sein. Wir liefern jeweils 4 Profile und 4 Ecken für einen Rahmen. Die Maße muss man selber ermitteln dafür. Wir liefern die Profile auf Gärung zugeschnitten oder auf das Maß, was Sie genannt haben. So, und jetzt kommen wir einmal dazu, welche Varianten haben wir des Einbaus für einen Durchgang. Links haben wir die Variante A. Hier wird er aufgesetzt, der Rahmen, und man hat den maximalen Durchgang, der möglich ist. Das ist möglich, wenn man genügend Platz hat. Rechts Variante B ist dann, wenn man wenig Platz zwischen Fahrerhaus und Kabine hat. Hierdurch verändert sich aber die Durchgangsbreite um ca. 60 mm. Kommen wir jetzt zum Faltenbalg. Den Faltenbalg gibt es in 2 verschiedenen Breiten. Da ist einmal die zusammengedrückte Breite und einmal die ziehbare Breite. Die kann man hier ersehen. Wir haben hier einmal 250 mm gezogen, 100 mm gedrückt. Das ist also dann der Mindestabstand.
Oder wir haben 280 mm gezogen und 120 mm gedrückt. Hier ist auch wieder die Frage, welche Art und welche Variante will man einbauen. Das liegt dann ein bisschen daran, wie der Abstand ist. Den Faltenbalg muss man ja zum Schluss an beiden Enden verkleben, meistens unten. Man kann das jetzt übereinander, überlappend machen oder man kann sie stumpf stoßen und dann ein Gummiband überkleben. Das muss aber sehr dünn sein. Ich habe mir, um dies überhaupt machen zu können, dieses Hilfswerkzeug gebaut. Hier kann ich jetzt gleich entsprechend den Faltenbalg vorspannen. Er darf nämlich nicht so viel gespannt sein, nicht zu wenig. Dann kommt dieses ganz dünne 0,5er Gummiband darüber. Im Übrigen haben wir die bei uns auch im Programm, einschließlich dem Kleber, denn es ist immer schwierig. Die Leute fragen immer danach, habt ihr sowas, könnt ihr sowas liefern? Und jetzt haben wir es eben auch. Als erstes müssen die beiden Enden natürlich im rechten Winkel abgeschnitten werden. Dazu als erstes einmal den Kantenschutz, der metallbewehrt ist, ausschneiden. Und jetzt kann ich einen geraden Schnitt, ich mache das hier mit der Schere, ich hatte mir das aufgezeichnet, das geht relativ gut. Und dann schneidet man das weg. Nun füge ich beide in meine Leere ein. Sie dürfen nicht zu sehr gespannt sein. Dann hält nachher dieses Gummi nicht. Spannt man zu wenig, kann man das Gummi nicht richtig verkleben. Und aus dem Grund habe ich diese Leere gemacht. Wie ihr seht, es ist also ungefähr ein Stück zu ziehen. Ich habe es ausprobiert, was am besten war. Ich kann es jetzt nicht sagen, wie viele Millimeter das sind. Das ist auch hier, glaube ich, der schmale Faltenbalg. Und das funktioniert dann ganz gut. Wenn ich also stumpf verklebe und von außen jetzt das Gummiband setzen würde, dann hätte ich diese Fuge sichtbar. So würde das dann aussehen von innen im Durchgang unten. Es wird dann erstmal gut sauber gemacht, entfettet, denn ich will jetzt kleben. Und wichtig ist auch außen der Kantenschutz, der aufgedrückt wird. Das Gummiband muss um die Kurve oder um die Ecke mit rumgedrückt werden. Ich möchte ja sichtbar verkleben, darum zeichne ich mir jetzt auf die Breite des Gummibands, indem ich es genau mittig gelegt habe, darüber. Und jetzt kommt eine Linie dann, oder beziehungsweise zwei Linien, damit ich weiß, wie weit ich den Klebstoff angeben muss. Sonst habe ich alles so verschmiert mit Klebstoff und das gefällt mir nicht so richtig. Ich nehme immer so 5 mm mehr, denn kein Klebstoff an dem Gummiband ist immer schlechter als etwas mehr. Jetzt wird das Gummiband als allererstes ganz dünn eingestrichen. Also auf keinen Fall so dicke Flatschen da drauf, ja, denn das ist ein Kontaktkleber und der vernetzt nachher. Deshalb dünn einreiben. Und das gleiche jetzt auch bei dem Faltenbalg. Und gut in die Fugen und auch außen muss man das gut verkleben. Aber wie gesagt, darauf achten, dass das nicht so dicke Flecken da drauf sind. Das ist nicht sinnvoll. Das Einpinseln sollte etwas flink geschehen, denn sonst zieht man da Fäden. Dann kann man da nicht noch, so wie hier, nochmal schnell drüber streichen. Dann wartet man 10 Minuten mindestens. Es darf keine Fäden ziehen, dann ist es gut. Und nun kann man es sauber verkleben. Aber man muss exakt richtig ansetzen. Man kann nicht mehr verrücken, das geht nicht. Es muss genau richtig stimmen, an der ersten Stelle. Und von da aus muss man jetzt, auch da war schon der Fehler, so, aber Gott sei Dank nur ganz wenig. Und jetzt muss eine Falte nach der anderen genau auf und ab. Hier hat eine zweite Hand mir dann, oder eine dritte Hand mir jetzt geholfen, weil das sonst sehr schlecht alleine zu machen ist. Man muss das genau führen. Und jeder Falte muss mit der anderen übereinstimmen. Jetzt funktioniert es auch. Ein dickeres Gummi sollte man nicht verwenden. In dem Moment verwirft sich der Faltenbalg, wenn er zusammengedrückt wird, weil das Material sich dann dazu addiert. Alles nochmal zum Schluss gut andrücken. Das ist ganz wichtig. Der Kontaktkleber reagiert auf Druck, aber nicht mit dem Hammer. Auch hier die Ecke wird jetzt runtergeschlagen und verklebt. Und danach wird sie weggeschnitten. So sieht das dann aus. Mir gefällt es besser, das als sichtbare Fläche zu haben.
Und hier sehen wir, er geht einwandfrei zusammen. Und das dünne Gummi bewirkt, dass er auch ganz zusammengeht. Aber man sieht trotzdem, dass es ganz leicht vorsteht. Ich habe das mal mit einem Fahrradschlauch probiert, aber der ist über 1 mm. Keine Chance. Grässlich. Der Faltenbalg verwindet sich sehr stark. Er zieht sich, er kann in alle Richtungen gezogen werden und das ist eben das, was wir auch an unserem Geländewohnmobilen haben. Bei diesem Faltenbalg ist es kein Problem. Und wenn er hier aufgesetzt ist, dann schafft er auch solche Kurven und Verwindungen ohne Probleme. Also ich bin mit dem Gummifaltenbalg sehr zufrieden. Kann ihn nur empfehlen. Das war meine Erfahrung mit der Herstellung eines Rahmens, mit guter Eckausbildung und mit dem Faltenbalg. Ich hoffe, es war für euch informativ. Soll es euch gefallen haben, freue ich mich immer wieder über einen Daumen hoch. Wenn ihr Informationen braucht oder diese Teile benötigt, schaut auf unserer Webseite www.ubelix.de.